Von diesen Spielen träumt man als kleiner Junge, nicht nur in Duisburg, sondern auch auf der ganzen Welt, einmal gegen Real Madrid spielen zu dürfen. Wir dürfen sogar noch zweimal gegen Real Madrid spielen. Achtelfinalzeit hier in meiner Duisburg-Karriere. Bleibt gerne dran mit einem kostenlosen Abo, auch fürs Rückspiel. Daumen nach oben gerne, wenn euch dieses Video, dieses Spiel hier gefällt. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir heute mithalten können gegen Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé und Co. Also da steht heute the best of the rest auf dem Feld. So hört sich das irgendwie blöd an. Also eine sehr gute Truppe, möchte ich mal sagen. Wir haben in der Ligaphase 1-1 gespielt. Das war auch sehr überraschend. Das war auch ein sehr gutes Spiel von uns. Mit ein bisschen Glück auch verbunden. Und das brauchen wir jetzt halt zweimal. Wir müssen dann auch in Madrid da noch irgendwie bestehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir überhaupt weiterkommen. Ich hoffe es. Ich gebe natürlich alles für unseren großen Traum, Champions League Finale. Das, was vor der Saison auch ausgegeben wurde natürlich. Und dann schauen wir mal. Vielleicht erwischen wir ja Real zweimal auf dem falschen Fuß. Vielleicht erwischen die uns auch zweimal auf mehreren Füßen. Aber es ist schön, ey, gegen Real Madrid zu spielen. Wie gesagt, darauf habe ich ja hingearbeitet. Das ist ja auch das Ziel bei so einer Karriere, wenn du mit einem Verein in der dritten Liga startest, dass du dann irgendwann am Höhepunkt bist. Und ja, das ist quasi der Höhepunkt. Also, Spiele gegen Real Madrid in der Champions League. Was soll da noch kommen? Also höchstens das Champions League Finale, die deutsche Meisterschaft. Aber ihr wisst, was ich meine. Von daher genießen wir das. Und wir gehen ja auch nicht als Favorit ins Spiel. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass wir nicht der Favorit sind. Dass wir einfach befreiter aufspielen können, vielleicht als Real. So würde ich das jetzt mal vermuten und mal gucken, wie Real das defensiv auch hier angeht. Mit Camavinga als Linksverteidiger. Aber vorne halt Bellingham, Mbappé, Arda Güler, Vinicius Junior. Viel Spaß. Da würde ich mich freiwillig schon krank melden. Da würde ich mir einen gelben Schein holen, sage ich euch, wie es ist. Weil die jede noch so kleine Lücke halt sehen und finden. Das ist unglaublich schwer, das zu verteidigen. Aber wir müssen es schaffen, irgendwie, so lange wie es geht. Da ist Camavinga. Oh, McAllister habe ich auch noch vergessen. Stimmt, der spielt ja auch noch. Gerade aus diesen Situationen, wenn wir da den Ball gewinnen, jetzt zum Beispiel, aber Avasirem kommt nicht ran, dann hätten wir umschalten können. Real ist mit 2 Verteidigern hinten. So, das ist jetzt unsere Chance. Ball nach außen und dann von der Hitze und lauf. Lauf, soweit dich deine Füße tragen. Gegen Alexander Arnold. Kusiasare durch die Beine. Und da ist Mensah. Und es gibt den Freistoß. Es gibt den Freistoß. Da habe ich nicht nur hingeguckt, sondern auch die Vibration im Controller gespürt. Ja, es gibt Gelb für Gabriel dos Santos Magalhães. Von Alno Gabriel gerufen. Boah, das war schon eine Körperverletzung. Er geht ja da halb hoch mit offenen Sohlen rein. Aber es ist geil. Ich mag so Spiele, da geht's um was. Und jetzt die große Chance mit dem Freischuss. Ich glaube, Lennart Kahl ist unser Bester. Den Ball reinzumachen. Wir machen es mal so. Und zwar um die Mauer rum. Und dann ziehen wir einfach durch. Vielleicht ein bisschen flacher. So. Dann laden wir fast 4 Balken auf und gib ihm Kahl. Vielleicht mit der Führung. Guter Freistoß. Aber auch gute Parade von Thibaut Courtois. Weiter geht's mit dem Eckball. Gute Flanke. Aber Siam ist da. Auf der Linie geklärt. Und so kann es doch laufen. Nochmal. Lennart Kahl. Viel zu viel Platz. Aber die Flanke, die kommen einfach nicht an. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe es ja schon aufgegeben. Ab und zu hat man nochmal so eine Resthoffnung. So ein bisschen Resthoffnung, dass das doch nochmal irgendwas wird. Der Cut sehr, sehr stark. Die Grätsche, Junge. Der war auch im letzten Spiel gegen Leverkusen schon einer der Besten. Gerade zur richtigen Zeit. Gerade jetzt in der Phase im Endspurt der Saison. Da brauchen wir möglichst jeden hier in seiner besten Form. In seiner Prime. Wie man ja so gerne sagt. Der Cut, da darf ich jetzt nicht verlieren. Ihr seht Real, die gehen ganz stark unermüdlich drauf. Und irgendwo ist ja dann die Lücke. Da wäre der Cut durchgelaufen. Also wir spielen gut. Und Real ist so ein bisschen überfordert gerade. Da müssen wir doch eigentlich jetzt mal das 1:0 schießen. Gerade in die Phase vor der Pause. Mensah ist nicht im Abseits. Oh, bessere Flanke, die kommt immerhin mal an. Und es gibt den Eckball von der anderen Seite. Dauerdruck. Dauerdruck vom Verein aus dem Westen. Aus Duisburg. Kahl, nächste gute Ecke, aber kommt wieder keiner ran. Kriegt nochmal die Chance, Rice. Kahl wieder auf den zweiten Pfosten.
Corbane setzt sich durch und jetzt Kusiasare. Bekommt ihn nicht ganz gedrückt. Aber ich bin zufrieden bislang mit der ersten Halbzeit. Ich glaube, besser geht's gar nicht. Klar, 1:0 Führung wäre natürlich schön. Aber Real verteidigen wir momentan richtig gut. Also die wissen nicht wohin. Und Rice, auch der gewinnt hier Zweikämpfe. Wichtige Zweikämpfe. Rice gegen Gabriel, der hat schon gelb. Von der Hitz, der geht da durch wie die Messer durchs Butter. Wie die Messer durchs Butter. Ihr wisst, was ich meine. Wie das Messer durch die Butter. Mit Geschwindigkeit, Technik, Mut. All das braucht man, um gegen Real zu bestehen. Aber auch hinten Defensive. Arbeit. Hinten Koulibaly, Güler. Pfeiffer ist da. Auch der braucht heute mit sein bestes Spiel. Ott gegen Kamavinga. Ott ist da und kriegt ihn sogar noch. Komm. Läuft Kamavinga ab. Sehr schön. Oh nein, und dann der Ball in die Mitte. Das darf natürlich nicht passieren. Das darf nicht passieren gegen Real. Achtung, Mbappé. Und Braun ist da. Leitet den nächsten und den letzten Angriff der ersten Halbzeit mit ein. McAllister. Aber Lennart Karl allein gegen alle. Den greift keiner an. Jetzt eine gute Flanke in der Mitte. Kusiasare verlängert. Ungewollt auf Hitz. Von der Hitz. Ein geiles Spiel. Gefällt mir. Obwohl es 0:0 steht. Hinten gerade die kleine Unsicherheit. Der unnötige Fehler. Aber nach vorne hin gefällt mir das richtig gut. Wir haben die Chancen. Wir sind sogar besser. Guckt euch das mal an. 7 Schüsse. Aber das 0:0, das Ergebnis, das ärgert mich, weil du musst dann auch mal ein Tor schießen. Oder sogar 2. Weil viele Chancen gegen Real bekommst du eigentlich nicht. Wir bekommen sie und wir nutzen sie leider nicht. Aber wir machen weiter. Wir lassen Mbappé und Bellingham und so weiter ganz schön laufen. Also die würde echt, glaube ich, ganz schön Frust schieben, wenn sie hier von Duisburg dominiert worden wären. Mbappé bleibt ja auch ab und zu mal stehen. Macht irgendwelche Handgestiken, anstatt seinem Team zu helfen. Alexander Arnold, Valverde. Güler, mal gucken, was sie sich für Halbzeit 2 überlegt haben. Auf jeden Fall kombinieren sie sich schon mal schneller nach vorne und trickreicher. Bellingham. Bloß nicht rausrücken lassen. Und versuchen im richtigen Moment hier zuzuschnappen. Valverde, Koulibaly, gut, das war ein Foul. Aber wie gesagt, die spielen mit 2 Verteidigern hin. Wenn wir den Ball gewinnen und einfach nur umschalten, sagte ich immer so leicht. Wenn wir einfach nur umschalten. Aber den macht Mbappé nicht direkt, oder? Nee, Fehler. Oh, Pfeiffer. Zu schnell ist der Ball wieder weg. Valverde, Batman ist drinne. Trent Alexander-Arnold. Aber es ist abseits. Batman, der heißt glaube ich so, ne? Oder Beitmann, keine Ahnung. Aber es war knapp abseits, jo. Auch das muss funktionieren. Wenn die Abseitsfalle da nicht funktioniert, dann steht's 1:0 für Real, da bin ich mir sicher. Aber es steht nicht 1:0 für Real, sondern 0:0, weil wir das richtig gut machen. Kusiasare gegen Asensio. Kommt leider nicht an. Real befreit sich ein bisschen, haben jetzt nach vorne mehr Aktionen. Haben vielleicht auch was umgestellt, keine Ahnung, spielen jetzt ein bisschen anders. Auch Vinicius Junior ist bislang noch total abgemeldet. Heißt aber nichts. Da ist er wieder. Vinicius Junior, Kamavinga übernimmt. Könnte abseits sein, ist es nicht. Mbappé. Das Netz zieht immer weiter zu. Koulibaly ist da. Oder Descartes, sehr schön. Und es gibt Eckball. Auch eine Chance, so umzuschalten. Wenn wir denn den Ball gewinnen, die Ecke kommt. Oh, aber Siem läuft vorbei. Der war gerade ein bisschen orientierungslos. Aber gar keine Zeit, um sich darüber aufzuregen, sondern wir müssen weitermachen. Wir mal wieder mit einer Aktion. Rice von der Hitz. Gut gespielt. Nur Kusiasare in der Mitte. Mensah. Ganz hinten ist Karl. Oh, die Flanke war nicht gut. Aber der Cut holt sich den Rebound. Schade. Uns fehlen jetzt die Aktionen vor dem Tor. Das hat Real gut hinbekommen, leider. Aber Ott verteidigt Vinicius Junior. Ein 3-faches Ausrufezeichen, aber gut. Das ist auch nicht besonders schwer, weil der führt sehr selten 2 Kämpfe. Und wenn, dann lässt er sich entweder fallen oder
Er verliert die Zweikämpfe. In vielen Fällen. Da hat er eine Cut, der hat Platz. Oh, und dann der erste Kontakt. Nicht gut. Sonst hätte ich da mal drauf geschossen. Auch von Bellingham. Eigentlich nichts zu sehen. Mbappé ist auch abgemeldet. Valverde, McAllister. Es läuft nicht viel. Es ist wirklich eine ausgeglichene Partie. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben ja da noch ein Rückspiel von der Hitz. Und das Spiel ist ja auch noch nicht vorbei. Also wir können ja auch noch ein Tor machen. Dann ist Real noch mehr gefordert im Rückspiel. Das 0:0 würde ich mitnehmen, wenn es so bleibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn es beim 0:0 bleiben sollte, dann nehme ich das wirklich sehr, sehr gerne mit ins Rückspiel. Aber ich habe das Gefühl, irgendwer schießt hier noch ein Tor. Ich hoffe, wir sind das. Von der Hitz. Gegen Gabriel, der hat halt auch schon gelb. Mensah schleicht sich davon. Den sieht er in der Mitte, aber die Flanke ist nicht gut. Die Flanke ist leider nicht gut getimt. Pfeiffer, jetzt stehen wir ein bisschen offener hinten. Achtung, nicht zu riskant verteidigen. Aber auch hier mit verschieben. Müssen wir machen. Irgendwann müssen wir riskant draufrücken, weil wenn die im Strafraum sind, ist eigentlich Game Over. Achtung, Mbappé, das meine ich. Wenn die im Strafraum sind, ist Game Over. Aber wir machen das gut. Die haben nur 2 Schüsse, ein bisschen mehr Prozent an Ballbesitz. Aber natürlich sind die auch hier schon fertig, ne? Nochmal frische Kräfte, anderes Schema. Sarko, ich wechsle auch schon mal ein bisschen mit Hinblick auf die nächsten Bundesliga-Partien. Die sind auch wichtig. Stuttgart, Hoffenheim, dann das Rückspiel dazwischen gegen Real. Also es geht um sehr, sehr viel. Ich kann nur noch mal werben, auch für den nächsten Karrieremodus, der nicht weniger spannend und spektakulär wird. Lasst ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, prozentual gesehen sind die meisten meiner Zuschauer noch nicht Abonnent. Ist bei den anderen Kanälen auch so. Ich bin dann nicht der Einzige, aber es würde mich freuen, wenn ihr denn mich supportet auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten mit einem kostenlosen Abo. Und vielleicht machen wir hier noch das 1:0. Kutschera, da ist jetzt die Chance. Sarko! 5 Minuten vor Schluss. Der erste Ballkontakt. Der beiden Neuen, die im Zusammenspiel. Und Alejo Sarko mit Champions League Tor Nummer 4. Und im 1:0. Und das ist nicht unverdient. Man könnte meinen, es ist sogar längst überfällig, so wie wir hier spielen. Kutschera verzögert. Sarko, wo Thibaut Courtois ist, weiß ich auch nicht. Ist nicht so ganz auf der Höhe, aber da gibt es nichts zu halten. 1:0. Der dreht sich auf und macht schon mal den Fingerzeig in Richtung Viertelfinale. Die Tür hat sich ein bisschen geöffnet, aber natürlich wird uns das Rückspiel auch nochmal viel abverlangen. Vielleicht sogar noch mehr. Noch führen wir. Also wir führen jetzt erstmal 1:0. Auch im Gesamtergebnis. Aber Real hat noch 5 Minuten. Die haben noch ein ganzes Rückspiel. Aber die waren heute echt nicht gut. Also Gott sei Dank. Ich muss das immer wieder dazu sagen. Gott sei Dank sind die nicht so gut. Oder wir sind halt noch besser einfach. Kutschera. Bislang in diesem Spiel. Aber es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und Real, die spielen hinten rum. Wie gesagt, wenig von den vorderen 4 zu sehen. Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler. Bislang sehr, sehr enttäuschend. Ich hoffe, dass sie das auch noch mal im Rückspiel machen. Schauen wir, was uns da erwartet. Aber hier ist auch noch nicht Schluss. Achtung. Valverde kommt, Alexander Arnold. Und jetzt ist Schluss. Und es ist tatsächlich passiert. Das nicht Erwartbare aus meiner Sicht ist eingetreten. Wir gewinnen das Hinspiel 1:0 gegen Real. Aber auch verdient. Wir haben gut gespielt. Vom eigenen Tor weggehalten. Wir hätten sogar noch 2, 3 Tore machen können eventuell. Und das ist eine gute Ausgangslage. Da diskutieren Bellingham und Mbappé wahrscheinlich schon übers Rückspiel. Aber das ist mal eine richtig gute Ausgangslage fürs Rückspiel mit einer Führung. Das wird trotzdem noch ein richtig großer Kraftakt. Ich glaube, die werden sich hier in Frust fürs Rückspiel aufgehoben haben. Paris gewinnt gegen Man City, Juve, Arsenal unentschieden. Bayern gegen Rotterdam, glaube ich, war auch unentschieden. Gucken wir gleich nochmal drauf. Jetzt, 2 Tage später, nächstes Bundesligaspiel gegen den VfB. Wir kommen jetzt, wie gesagt, mit einer der entscheidendsten Phasen in dieser Saison. Oh, die Stuttgarter sind gut drauf. Haben die letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 Siege, 2 Unentschieden. Demirovic und auch 4-2-3-1. Auch eine gute Truppe, auch schwer zu bespielen. Überall Gesamtstärke 80. Dazu noch Moise Kean, Thiago Tomas, Buonanni.
Stergiou noch auf der Bank. Silas ist auch wieder da. Naja, Wellenreuter im Tor. Der ist doch jetzt bei Wolfsburg, glaube ich, in echt. Rollenupdate für Bruno. De Graef, okay. Ist der wieder fit oder nicht? Scheint, als ob der wieder fit ist. Schauen wir mal. In die Nachrichten. Rückkehr nach Verletzung. Tristan de Graef hat grünes Licht gegeben. Sehr wichtig. Gerade auch in einer richtig entscheidenden Phase. Dann ist er gegen Real auch fit. Beziehungsweise spielberechtigt. Dann würde ich jetzt hier wieder Tristan de Graef nämlich einsetzen. Oder hat er noch ein Pflaster? Ja, gut, der hat noch ein Pflaster. Dann fürs nächste Spiel. Also gegen Real ist er wieder eine Option. Dro. In 49 Tagen, genau. Dro war derjenige, der länger ausfällt. Der wird vielleicht am Saisonende uns nochmal helfen. Und ansonsten, wie gesagt, muss es dieser Kader jetzt nochmal ein paar Wochen hinkriegen, zu bestehen. Ich würde mir gerne die anderen Champions League-Begegnungen nochmal angucken. Bundesliga, okay, Leipzig hat noch nicht gespielt. Die Bayern sind auch nur noch 4 Punkte hinter uns. Frankfurt 13 Punkte, die sind also, glaube ich, raus aus der Verlosung Meisterschaft. Aber hier, Paris gewinnt gegen Man City, Bayern unentschieden. Juve unentschieden gegen Arsenal. Chelsea hat gegen Leipzig gewonnen, Newcastle gegen Inter, Real Sociedad gegen Schachtja. Barca gewinnt gegen Atletico 2-1. Da könnten also auch sehr, sehr weitere geile Spiele folgen, wenn wir denn weiterkommen ins Viertelfinale. Jetzt aber erstmal der Bundesliga-Alltag gegen den VfB. Lasst einen Daumen nach oben da, gerne auch ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Ciao, ciao!